Makahanya Paramita Shingyo Anji Zaibo Sagyojin Hanya Haramita Jisho Kengon Kaikudo Isai Kuyaku Sari Shishikiro Eko Fui Sokuze Koko Sokuze Shikiju Songyo Shikiyaku Bunyo Shari Shize Shohoku Sofu Shofu Metsu Hoku Fujofu Zofu Genze Koko Chumo Shikimojo Nibise Shinimo Shiki Shoko Misoko Homo Genkai Naishi Moe Shiki Kai Momo Myoyaku Momo Myojin Naishi Muroshi Yaku Muroshi Jin Moko Shumetsu Domu Motoku Imo Shotoko Bodai Satai Hanya Haramita Koshin Kege Mo Kege Komo Kofon Ri Saiten no Mosoku Gyone Hansan Ze Shobutsue Hanya Haramita Kotoku Anokutara Samyaku Sambodai Haramita Zedai Jinshu Zedai Myoshu Zemo Joshu Zemo Todoshu Nozo Isaiku Shinjitsu Koko Setsu Hanya Haramita Shusoku Setsu Shuwatsu Yate Yate Hara Yate Haraso Yate Boji Soaka Hanya Shingyo. Die Übung des Zen, das Lernen des Weges sind die eine große Sache deines Lebens. Sei nicht lax und lau dabei. In alter Zeit hackte sich einer den Arm, ein anderer die Finger ab. Dies sind großartige Spuren aus dem alten China. Buddha hinterließ in alter Zeit durch seinen Verzicht auf Palast und Reich ein Muster der Übung des Weges. Was ich da eben vorgelesen habe, ist ein Teil aus einem Text von Dogen mit dem Titel Gakudo Yōjinshu. Gakudo Yōjinshu, das ist eine Sammlung von 10 Punkten, auf die wir bei der Übung des Weges aufpassen müssen. Yōjin bedeutet aufpassen, achtsam sein. Gakudo bedeutet das Lernen des Weges. Und Lernen bedeutet natürlich Praxis, ne? Eins werden mit dem Weg. Diesen Text hat Dogen geschrieben, als er 34 war. 5, 6 Jahre waren vergangen, seit er zurück war aus China, und er hatte gerade begonnen, sein erstes Kloster zu gründen im Süden der Hauptstadt. Damals war Zen noch neu in Japan. Eisai hatte 50 Jahre zuvor Kenninji, den ersten Zen-Tempel in Kyoto, gegründet. Aber Zen, das war noch damals eine kleine Sekte fast innerhalb des etablierten Buddhismus. Das heißt, er wollte mit diesem Text die Grundlagen vermitteln, worum es überhaupt ankommt im Zen. Hier ist davon die Rede, dass
sich einer den Arm abhackte, während sich ein anderer die Finger abschnitt. Die Geschichte mit dem abgehackten Arm ist, glaube ich, berühmt. Das bezieht sich auf Bodhidharma, der aus Indien nach China kam, ein Gespräch mit dem Kaiser hatte, der wissen wollte, welche Verdienste er sich erworben hat, dadurch, dass er so viele Tempel gebaut und so viele Sutren übersetzen ließ und so viele Mönche und Nonnen in ihrer Praxis unterstützt hatte. Und Bodhidharma sagte, keine Verdienste, du hast dir gar nichts damit verdient. Und dann wollte der Kaiser wissen, was ist denn die eine heilige Wahrheit des Buddhismus? Und Bodhidharma sagte, offene Weite, nichts von heilig. Und am Ende wollte der Kaiser wissen, wer das denn sei, der so mit ihm spricht. Wer bist du überhaupt? Ich weiß es nicht, war Bodhidharmas Antwort. Und dann ging er in die Berge von Shaolin und saß 9 Jahre in einer Höhle, bis endlich der erste Schüler ankam. Und er stand mitten im Winter, ich glaube es war der 9. oder 10. Dezember, kurz nach Rohatsu, stand er da im Schnee die ganze Nacht. Und am nächsten Morgen, als sich Bodhidharma immer noch nicht umdrehen wollte, hackte er sich den linken Arm ab. Und dann drehte sich Bodhidharma zum ersten Mal um. Was willst du denn hier von mir? Was machst du denn da? Schon wieder so ein Psychopath, der angekommen ist. Ja, und die Fortsetzung der Geschichte erspare ich euch jetzt. Die Sache mit den Fingern, das ist weniger berühmt. Das war auch ein chinesischer Mönch. Die Eltern hatten schon eine junge Frau für ihn gefunden, einen Heiratspartner, in der Hoffnung, dass er die heiraten möge und dann das Familiengeschäft übernehmen würde. Er wollte aber Mönch werden. Und um seine Eltern von seiner Überzeugung oder der Stärke seiner Motivation zu überzeugen, hackte er sich, ich weiß nicht, wie viele Finger ab. Ne? Und dann würde ihn wahrscheinlich die Frau nicht mehr wollen und er wäre auch nicht mehr in der Lage, das Familiengeschäft, die Arbeit zu leisten. Und dann ließen ihn die Eltern ziehen. Ne? Dann konnte er Mönch werden. Diejenigen von euch, die beim Samu in der Küche waren, die haben wahrscheinlich auch das Brett mit den Messern da gesehen. Dirk hat mir gesagt, dass nur der Meister selbst und der Tenso Zugang zu den Messern haben. Ne? Also bitte nicht die alten chinesischen Ahnen hier nachahmen. Ihr seht auch die, wie nennt man das? Diese Schneidebretter, Blätter von der Kreissäge ab und zu mal an der Wand hängen. Also gerüchteweise habe ich erfahren, dass in alten Tagen, als das Wolkentor gerade gegründet wurde, da gab es wohl Differenzen in der Sangha, Kämpfe zwischen den verschiedenen Grüppchen. Ab und zu musste da einer zersägt werden und in Fessen die Saale runtergespült werden. Aber der Dirk hat mir gesagt, ich soll das nicht öffentlich machen. Ne? Also das ist ein Geheimnis, das bleibt hier unter uns. Wie dem auch sei, ne? Der Punkt ist, es geht um Leben und Tod bei der Übung des Lebens, bei der Übung des Weges. Es ist eine Sache, bei der ihr aufs Ganze gehen solltet. Und natürlich ist all das hier nicht wörtlich gemeint, aber zumindest innerlich, psychisch fühlt es sich während eines Sessions tatsächlich so an, als müsste man sich nicht nur einen Arm abhacken, sondern man müsste sterben auf dem Kissen. Es kostet mich das Leben, es kostet mich alles. Nicht nur eine Woche Zeit und einiges Geld, sondern ich muss alles von mir hier geben. Ich weiß nicht, vielleicht haben einige von euch sich überlegt, ne, diese Woche, ich nehme einfach mal eine Auszeit. Ne? Und dann hilft mir das vielleicht zu entspannen, loszulassen von all den ganzen Sorgen und Problemen, die ich im Alltag habe. Und dann die große Überraschung, da ist ja noch mehr. Plötzlich habe ich noch mehr Gedanken, Emotionen, Sachen, die hochkommen. Da ist nichts mit Ausspannen.
Schon gar nicht am zweiten, dritten Tag vom Sesshin. Über die erste Hälfte dieses Textes, Gakudo Yōjinshu, also die ersten 5 Punkte, habe ich im Felsentor gesprochen, als ich mit dem Dirk vor 1-2 Wochen da in Sesshin gehalten habe. Ihr habt den Vortrag natürlich nicht gehört, aber den könnt ihr später auch bei YouTube euch angucken. Ich werde nur ganz kurz die wichtigsten Punkte aus der ersten Hälfte wiederholen und möchte mich bei diesem Sesshin auf die zweite Hälfte konzentrieren, also die Punkte 6 bis 10. Die ebenso wichtig sind wie die ersten 5. Vielleicht ganz kurz, der erste Punkt ist, ihr müsst Bodhicitta entfachen. Bodhicitta ist das indische Wort für Bodhigeist. Also Chitta ist Geist oder auch Herz. Man kann auch Herzgeist sagen. Bodhi ist Erwachen, Weisheit. Deshalb kann Bodhicitta der erwachte Geist, der erleuchtete Geist bedeuten. Ein Geist, wie ihn Bodhisattvas wie Avalokiteshvara haben. Ein Geist, der getragen ist von dem Wunsch, allen Wesen zu helfen. Bodhicitta wird aber auch in der Bedeutung des wegsuchenden Geistes verwendet. Also ein Geist, der noch auf der Suche ist nach Bodhi. Ein Geist, der die Sehnsucht nach Befreiung in sich trägt. Und interessanterweise wird dasselbe Wort in diesen 2 ganz verschiedenen Bedeutungen verwendet. Erleuchteter Geist und Geist, der nach Erleuchtung sucht. Bei Dogen selbst findet man beide Bedeutungen. Manchmal scheint es, als ob er noch vom Anfängergeist spricht, und manchmal scheint es so, als wenn der Bodhigeist sagt, als ob er schon den erleuchteten Geist eines Bodhisattvas meint. Und der Grund, weshalb Dogen beide nicht exakt trennt, ist, dass sie ja miteinander verbunden sind. Man kann die beiden nicht trennen. Den Geist, der noch nach Erleuchtung sucht, und der Geist, der von Erleuchtung getragen wird, sind tatsächlich an der Wurzel eins. Es ist ein Geist. Aber ich glaube, die wenigsten hier würden von sich sagen, ich bin schon erleuchtet. Das Einzige, was mich trägt, ist der Wunsch, anderen zur Befreiung zu helfen. Mein Problem ist längst gelöst. Wahrscheinlich seid ihr eher noch auf der Suche. Ne? Erst muss ich mein Problem lösen. Ich möchte euch ein paar Stellen vorlesen, wo Dogen über Bodhigeist spricht. Bodhigeist, ein anderes Wort dafür ist der Geist des Weges. Und das liegt daran, weil das indische Wort Bodhi, also das Wort für Erwachen, Erleuchtung, Weisheit, auf 2 verschiedene ins Chinesische, und dann wurden diese chinesischen Worte ins Japanische übernommen. Es wurde auf 2 verschiedene Weisen ins Chinesische übersetzt. Die erste ist Bodai, und ihr kennt das Wort zum Beispiel aus dem Hanya Shingyo, da taucht es auf als Bodhisatta, das bedeutet Bodhisattva, oder Anuktala Samyaku Sambo Dai Shin. Bodai Shin steht hier für Bodhicitta. Bodhi wurde lautlich übernommen und zu Bodai. Und es wurde aber auch übersetzt als Do oder chinesisch Tao. Das chinesische Wort Tao wurde gewählt, um Bodhi auszudrücken. Die kosmische Wahrheit.
Und immer wenn wir dem Wort Weg begegnen, zum Beispiel in den Texten von Dogen oder anderen Zen-Texten, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass es nicht ein Weg ist, der irgendwann zum Ziel führt, sondern Weg bedeutet Bodhi. Der Weg selbst ist die Weisheit Buddhas. Das heißt, das deutsche Wort Weg ist eigentlich gar nicht so gut geeignet, um Bodhi wiederzugeben. Denn bei Weg denken wir immer an etwas, was uns irgendwann ans Ziel führt. Und in Gedanken sind wir immer schon beim Ziel und nicht da, wo wir wirklich stehen. Bei diesem Schritt, den wir gerade machen. Andererseits finde ich das Wort Weg aber auch sehr gut geeignet, denn wenn man an Bodhi denkt, an Erleuchtung, Erwachen, denkt man oft an einen statischen Zustand. Ich bin zwar jetzt noch nicht da, aber wenn ich es endlich habe, wenn ich endlich da bin, dann sind alle meine Probleme gelöst. Dann ist jeder Tag ein glücklicher Tag. Ne? Dann bin ich so wie der Dirk. Immer ausgeglichen, in Harmonie mit mir selbst und der Welt. Wenn ich endlich so sein könnte wie der Dirk. Und das Schöne an dem Wort Weg ist, ein Weg ist nur ein Weg, wenn du ihn gehst. Da muss einer gehen, sonst ist es kein Weg. Ein Weg ist kein Zustand. Und so ist es auch mit Bodhi. Erwachen, ne? Erwachen passiert nicht einmal und dann bist du wach, sondern Erwachen ist wie der Atemzug. Mit jedem Ausatmen erwachst du und mit dem Einatmen erwachst du von Neuem. Du kannst dir nicht sagen, heute habe ich so viele andere Dinge zu tun, ich atme am Morgen einmal ganz tief ein und dann wieder aus und dann ist es erledigt. Von morgens bis abends, vom Geburt bis zum Tod. Einatmen, ausatmen, erwachen, erwachen, erwachen. Praxis, Praxis, Praxis. Es gibt einen relativ unbekannten Text von Dogen mit dem Titel Ju Undo Shiki. Den hat er ungefähr zur selben Zeit geschrieben wie das Gakudo Yoshinshu, also als er sein erstes Kloster gegründet hat. Und es gab da wohl mindestens 2 Meditationshallen. Und für jede dieser Hallen gab es Regeln. Und aus irgendeinem Grunde haben wir nicht die Regeln der ersten Meditationshalle. Die sind verloren gegangen, aber es gibt die Regeln für die zweite Meditationshalle, also die Ju Undo. Undo bedeutet Wolkenhalle und Ju bedeutet zweite in diesem Fall. Ne? Und die erste Regel lautet, wer zum Geist des Weges, also Bodhigeist, wer zum Geist des Weges erwacht ist und sich nicht um Rang und Namen schert, soll eintreten. Wer Bodhigeist hat, ist hier herzlich willkommen. Wem es nicht um diese eine Sache geht, soll draußen bleiben. Wenn sich einer in die Halle verirrt, der nicht hierher gehört, dann muss er nach gründlichem Überlegen der Halle verwiesen werden. Wer keinen Bodhigeist hat, hat hier nichts zu suchen. Das erinnert mich an etwas, das war Ende der 80er, Anfang der 90er, als ich Student war in Berlin. Ich hatte schon 4, 5 Jahre Zazen praktiziert. Meine erste Begegnung war mit 16 und relativ schnell flog der Funke. Ne? Und ich wusste, das ist die Sache, die ich machen will. Ich will nach Japan und davor studiere ich Japanologie in Berlin. Ich bin dann auch täglich in Berlin ins Dojo gegangen, war immer dabei. Irgendwann durfte ich als Pfeiler sitzen. Das ist in der Deshimaru-Tradition so etwas, was man dann nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten darf. Alle anderen sitzen zur Wand, bloß in den Ecken. Da darf man mit dem Gesicht in den Raum sitzen und man ist dann sozusagen ein Beispiel für die anderen.
Also ich war ganz stolz, als ich irgendwann mal Pfeiler war. Irgendwann durfte ich die Gemmai, die Reisgrütze am Morgen kochen. Aber dann ging es irgendwann nicht weiter. Ne? Also am Anfang, ein Tag ohne Sazen hatte irgendwie nicht dieselbe Qualität wie ein Tag, an dem ich gesessen hatte. Und die Welt sah immer anders aus nach dem Sazen, besonders nach einem Sesshin. Die Welt vor dem Sesshin und die Welt nach dem Sesshin war eine ganz andere. Ich spürte, dass ich weiterkam. Es macht einen Unterschied, ob ich sitze oder nicht. Aber irgendwann, und wie gesagt, ich war noch Anfang 20, ne? Irgendwann macht es keinen so großen Unterschied mehr. Und ich war auch noch nicht erleuchtet. Ne? Zwar wird in meiner Tradition immer wieder gesagt, Sazen bringt nichts, noch nicht mal Satori. Du bekommst noch nicht mal Satori. Aber irgendwo im Hinterkopf hatte ich natürlich den Gedanken, aber das ist bestimmt nur ein Trick. Ne? Das sagen die nur, um einem zu helfen, loszulassen. Und dann kommt das große Satori. Ne? Das ist doch nur ein Trick. Aber dann, ne, nach 4, 5 Jahren, da war immer noch kein Satori. Wann kommt es endlich? Und ich fragte dann den Dojo-Leiter, was fehlt noch? Ne? Was fehlt noch bei meiner Praxis? Ich sitze jedes Mal, ich komme jedes Mal ins Dojo. Ich zahle meine Dojo-Beiträge. Am Anfang konnte ich noch nicht mal im halben Lotus sitzen, inzwischen sitze ich im vollen Lotus, ohne mich zu bewegen. Was fehlt? Und der Dojo-Leiter, der Ludger, der sagte, Bodhigeist, dir fehlt der Bodhigeist. Ich habe ihn dann nicht gefragt, in welcher Bedeutung er das Wort verwendet. Zumindest der Geist, der nach Erleuchtung sucht, den hatte ich. Ne? Ich wollte erleuchtet werden. Da fehlte mir nichts. Ne? Bodhigeist. Wie dem auch sei, Dogen sagt in seinen Mönchsregeln, in seinen Klosterregeln, ne, wer Bodhigeist hat, ist hier herzlich willkommen. Und wer ihn nicht hat, der sollte draußen bleiben. Und offenbar ist es auch vorgekommen, dass im Nachhinein sich der Meister und die Verantwortlichen zusammengesetzt haben und entschieden haben, bei dem, da war es vielleicht die falsche Entscheidung. Der hat nicht genug Bodhigeist. Ich will auch noch den zweiten Punkt vorlesen. Die Gemeinschaft in der Halle, also die Sangha. Die Sangha soll sich vertragen wie Milch und Wasser. Wir rezitieren ja jeden Morgen und jeden Abend die 3 Zuflüchte zu Buddha, Dharma und Sangha. Namu Kie Butsu, Namu Kie Ho, Namu Kie So. Ich nehme Zuflucht zum Buddha, zum Dharma, zur Sangha und dann Kie Butsu Mujo Son, Kie Ho Lyoku Son, Kie So Wago Son. Das dritte davon, Kie So. So ist Zuflucht zur Sangha. Wago bedeutet die Harmonie. Ich nehme Zuflucht zur Sangha, zum Ort der Harmonie. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielen geht es so, dass Zufluchtnahme zum Buddha, naja, wenn man aus einem christlichen Hintergrund kommt und immer noch ein bisschen Angst hat, aber das ist doch Götzendienst, ne? Und okay, der Buddha ist kein Gott, aber da haben sie so einen Schlangengott da aufgebaut in der Drachenhöhle, ne? Drachenhöhle. Will ich da wirklich Zuflucht nehmen, ne? Aber ich glaube, die meisten von uns, ne, der Buddha, der scheint ein ganz guter Typ gewesen zu sein. Ne? Zu dem nehme ich gerne Zuflucht. Dharma, das bedeutet ja die Wirklichkeit, so wie sie ist. Da nimmt jeder von uns Zuflucht. Aber Sangha, das Problem ist, das sind Menschen aus Fleisch und Blut. Und das sollte zwar der Ort der Harmonie sein, aber da gibt es auch manchmal ganz schrullige Typen. Ne? Bernhard lacht. Ne?
Ich nehme Zuflucht zur Sangha, aber mit Ausnahme vom Peter oder vom Paul oder vom Bernhard, ne? Wenn da nur nicht der Bernhard wäre. Und das war wahrscheinlich auch schon zu Zeiten Buddhas so, das war zu Zeiten Dogens so, ne? Warum muss ich mir von dem sagen lassen, dass ich die Klos zu putzen habe? Der weiß doch so viel weniger vom Buddha und vom Dharma als ich. Ich habe doch noch schon so viel länger praktiziert. Oder der Zimmergenosse schnarcht. Was auch immer, ne? Die Gemeinschaft ist oft das, mit dem wir die größten Schwierigkeiten haben. Die Gemeinschaft in der Halle soll sich vertragen wie Milch und Wasser. Wenn sie sich einmal vermischt haben, kannst du sie nicht mehr trennen. Unterstützt euch gegenseitig bei dem Bemühen, den Weg zu gehen. Heute seid ihr Ältere und Jüngere. Im Japanischen sagt man Senpai und Kohai. Und das sind nicht unbedingt die Älteren, die Senpais sind, sondern die einen Tag früher im Kloster waren. Die unterrichten, unterweisen die einen Tag später gekommen sind. Und wie gesagt, ne, mir ging es oft so in Anteichen. Warum muss ich mir von dem erklären lassen, was Sazen bedeutet, was der Buddha-Dharma bedeutet, wie ich Sammu zu machen habe? Der weiß doch viel weniger als ich. Warum muss ich der Jüngere sein und das soll der Ältere sein? Heute seid ihr Ältere und Jüngere auf dem Weg. Spätere Generationen werden nur Buddhas und Ahnen sehen. Wir sind alle Geschwister, Buddha-Geschwister, Bodhisattva-Geschwister, aber oft vergessen wir das. Ich will vorankommen, aber der versperrt mir den Weg. Wie dem auch sei, bei den Klosterregeln, die Dogen für sein Kloster festgehalten hat, war Bodhigeist das Minimum, was er gefordert hat von den Mönchen. Das Minimum, was ihr mich mitbringen müsst, ist Bodhigeist. Interessanterweise schreibt er in einem anderen Text mit dem Titel Doshin, also der Geist des Weges, ebenfalls Bodhigeist. Da schreibt er am Anfang: Wenn du dich auf die Suche nach dem Buddha-Weg begibst, solltest du zunächst nach dem Geist des Weges fragen. Auch hier steht am Anfang Bodhigeist. Gering ist die Zahl derer, die wissen, was der Geist des Weges ist. Frage nur Menschen, die es genau wissen. Selbst unter den Menschen, von denen die Welt behauptet, dass sie über den Geist des Weges verfügen, haben nur wenige wirklich diesen Geist. Du kannst nicht jedem vertrauen, der behauptet, er hätte Bodhigeist. Und auch wenn alle anderen das behaupten, kannst du ja nicht so sicher sein. Nur weil dieser Lehrer viele Schüler hat, die ihn für erleuchtet halten, das ist noch keine Garantie dafür, dass dieser Meister tatsächlich erleuchtet ist. Andere wiederum haben den Geist des Weges, ohne dass es ein Mensch weiß. Das heißt, sie hängen es nicht an die große Glocke. Sie praktizieren den Geist des Weges, aber sie reden nicht groß drüber. Schwer ist es zu beurteilen, wer wirklich den Geist des Weges hat. Gewöhnlich glaubst du nicht den Worten dummer oder schlechter Menschen. Genauso solltest du dich auch nicht auf deine eigenen Ansichten verlassen, sondern der Lehre des Buddhas den Vorzug geben. Während des Tages und während der Nacht solltest du darum bitten, dass du den Geist des Weges erreichst und verstehst, wie sich echtes Erwachen in dieser Welt verwirklichen lässt. Am Ende eines Weltalters gibt es nur wenige Menschen mit dem Geist des Weges. Also hier spricht Dogen zwar vom selben Bodhigeist, aber er hängt die Latte sehr viel höher. Plötzlich sagt er, es gibt überhaupt nur sehr, sehr wenige Menschen. Weltzeitalter, das ist die
Zeit, die verstreicht zwischen dem Big Bang und dem Ende des Universums. Wir können uns noch nicht mal sicher sein, dass heute auf diesem Planeten ein Mensch mit Bodhigeist lebt. Vielleicht haben wir Pech gehabt und der Nächste wird erst in 10.000 Jahren geboren. Versuche dennoch, deinen Geist auf den Wandel aller Dinge zu richten. Alles ist vergänglich. Du bist vergänglich. Du hast nicht darum gebeten, in diese Welt geboren zu werden und du weißt auch nicht, wann du sterben wirst. Du wirst mit jedem Tag älter, du wirst krank werden, du wirst sterben. Genau genommen bist du bereits jetzt im Prozess des Sterbens. Du bist schon im Sterben angelangt. Wir glauben nur, das hat noch 10, 20, 30, vielleicht sogar noch 50 Jahre Zeit. Nein, du stirbst schon. Du kommst nicht nach gestern zurück, nicht nach vorgestern zurück. Das Kensho von vor 3 Jahren, das gibt's nicht mehr, ne? Vergiss nicht die Vergänglichkeit der Welt, sei dir der Gefahr des Lebens bewusst. Es muss aber nicht alle Welt wissen, wie sehr du dir der Vergänglichkeit bewusst bist. Du musst nicht ständig von Leben und Tod reden und davon, dass wir nur diesen einen Tag haben. Das Gleiche gilt auch für zum Beispiel Aufmerksamkeit. Natürlich ist Aufmerksamkeit wichtig. Aber es muss nicht die ganze Welt wissen, wie Aufmerksamkeit du bist beim Fegen, wie Aufmerksamkeit du bist, wenn du deine Grütze isst. Es muss eine natürliche Aufmerksamkeit sein. Spiel nicht aufmerksam. Spiel nicht den, der sich von morgens bis abends der Vergänglichkeit bewusst ist. Dir sollte es nur darum gehen, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Was du bist, wiegt dabei nicht schwer. Mit der Wirklichkeit konfrontiert musst du bereit sein, selbst deinen Leib und dein Leben loszulassen. Als nächstes solltest du tiefen Respekt vor den 3 Schätzen von Buddha, Dharma und Sangha haben. Nimm Zuflucht in den 3 Schätzen. In diesem und jedem folgenden Leben, mit diesem und jedem neuen Leib, den du erhältst. Das ist das, was wir jeden Morgen und jeden Abend tun, wenn wir Namu Kie Butsu, Namu Kie Ho, Namu Kie So rezitieren. Ich nehme Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha. Manche von uns haben vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten damit, nicht nur mit der Sangha. Ne? Wieso muss ich Zuflucht nehmen in einem etwas Äußeren? Es geht doch um mich. Es geht doch hier um mich. Ich bin doch der Buddha. Es geht doch darum, zu meiner Wahrheit aufzuwachen. Und auch das ist nicht falsch. Aber diese Person, um die es geht, also um dich und nur um dich, die musst du auch wieder loslassen. Ne? Und die Zufluchtnahme ist auch Ausdruck dieses Loslassens. Zen in gewisser Weise ist ein Hin und Her. Ne? Wir werfen uns nieder vor Buddha, aber dann wird man immer wieder daran erinnert, dass in dem Moment der Buddha sich niederwirft. Du wirfst dich nicht nieder vor Buddha. In dem Moment, wo du dich verbeugst, verbeugt sich Buddha. Aber dann, wenn du glaubst, verstanden zu haben, ach so, ich bin der Buddha, dann ist es wieder falsch. Ne? Dann bekommst du Rinseis Faust ins Gesicht. Oder der Dirk ist ein bisschen freundlicher mit dir, aber dann geht es auch wieder darum zu vergessen. Ne? Man glaubte Buddha zu sein. Nein, du bist nicht Buddha.
Nimm Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha in diesem und in jedem folgenden Leben, mit diesem und jedem neuen Leib, den du erhältst. Hier beginnt ein Teil des Textes, der ein bisschen ungewöhnlich ist, befremdlich, denn an anderen Stellen sagt Dogen, und das ist eigentlich typisch für Zen, vergiss Wiedergeburt. Es gibt nur diesen einen Moment. Ein Stück Holz, das brennt und zur Asche wird. Es wird nicht mehr zu Holz. Frühling wird nicht zu Sommer und Sommer wird nicht zu Herbst. Wenn es Herbst ist, ist es Herbst. Und wenn es Winter wird, dann ist es Winter. Es ist kein wiedergeborener Frühling. Du lebst nur jetzt. Aber in diesem Text, interessanterweise, spricht er von Wiedergeburt. Ihr könnt euch ruhig bequem hinsetzen, ja? So, beim Vortrag. Bei mir geht es immer ein bisschen länger, ne? Der Dirk erlässt euch dann in der Regel etwas früher, ne? Aber macht es euch bequem hier. Gleich ob du wach bist oder schläfst, sei bei den 3 Schätzen mit deinen Gedanken, verehre sie und rufe sie mit Lobpreisungen an. Zwischen dem Ende dieses Lebens und der Geburt in das nächste Leben gibt es eine Zwischenwelt, die 7 Tage lang dauert. Das berühmte Bardo, von dem auch im tibetischen Buddhismus viel die Rede ist. Genau genommen sind es nicht 7 Tage, sondern 7 mal 7 Tage, also 49 Tage. Nachdem du stirbst, beginnt dieses Bardo, die Zwischenwelt, die ersten 7 Tage. In der Zwischenwelt solltest du ebenfalls versuchen, ohne eine Pause, die 3 Schätze zu preisen. Nach 7 Tagen endet die Zwischenwelt und du wirst in einer weiteren Zwischenwelt wiedergeboren, die ebenfalls 7 Tage währt. Dieser Prozess setzt sich nicht länger als 7 mal 7 Tage fort. Während dieses Zeitraums siehst und hörst du klar wie ein Engel, sporne dich an, die 3 Schätze ohne Unterbrechung anzurufen. Namu Kie Butsu, Namu Kie Ho, Namu Kie So. Da könnte man jetzt auch einen Koan draus machen. Wie machst du das, nachdem du tot bist? Du hast keinen Mund mehr, keinen Körper. In Japan würde man eingeäschert. Da sind nur noch Knochen in der Urne. Wie rezitierst du die Zufluchtnahme, wenn du als Asche in der Urne liegst? Wie soll man sich das vorstellen? Diejenigen von euch, die mit Koans arbeiten, kennen natürlich die Antwort. Und diejenigen, die die Antwort nicht kennen, ihr könnt euch ja mal rein vertiefen, ne? Wie rezitieren die Knochen, meine Knochen, in 50 Jahren, vielleicht schon in 10 Jahren. Namu Kie Butsu, Namu Kie Ho, Namu Kie So. Am Ende der Zwischenwelt, wenn du dich einem neuen Elternpaar näherst, sollte es dir nur darum gehen, mit echter Weisheit in die Gebärmutter aufgenommen zu werden. Fahre im Leib deiner neuen Mutter damit fort, die 3 Schätze zu Lob preisen. Wir sollen also auch als Fötus weitermachen mit der Rezitation. Auch während der nächsten Geburt solltest du nicht mit deinen Lobpreisungen aufhören. Groß sollte dein Wunsch sein, deine ganzen 6 Sinne, also sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen. Und im Buddhismus wird auch das Denken, das intellektuelle Wahrnehmen mitgezählt. Diese 6 Sinne auf die 3 Schätze zu richten, sie zu preisen und Zuflucht zu ihnen zu nehmen. Wenn dein Leben endet, wird es mit einem Schlag dunkel vor deinen Augen werden. Wenn du auf diese Weise das Lebensende erkennst, lass es dir ein Ansporn zum Lobpreisen des Buddhas sein. Im selben Augenblick werden die Buddhas in allen Richtungen mit dir fühlen. Selbst wenn du Sünden begangen hast, die zu einer Wiedergeburt in einer der schlechten Welten führen sollten, werden die Buddhas dir helfen, in einem Himmelsreich wiedergeboren zu werden, wo du an der Seite eines Buddhas Zuflucht nehmen kannst und die Lehre hören
wirst. Wieder recht befremdlich, dass Dogen hier den Buddha-Dharma bewirbt als ein Mittel, nicht in der Hölle, sondern im Himmel wiedergeboren zu werden, denn aus der Perspektive des Zen macht es keinen großen Unterschied. Egal, ob du im nächsten Leben in die Hölle kommst oder in den Himmel, im besten Fall wirst du wieder einen Weg finden ins Wolkentor zum Sesshin. Und ob du jetzt in der Hölle ein Sesshin machst oder im Himmel, der dritte Tag wird in beiden Fällen nicht so einfach sein. Ne? Auf Himmel oder Hölle kommt es, glaube ich, nicht an, wenn man diesen Weg bis ans Ende gehen will. Man kommt nicht dran vorbei, immer wieder und immer wieder vor einem Nadelöhr zu stehen. Und da wird es eng sein, auch im Himmel. Lasse nicht nach mit deinen Anrufungen der 3 Schätze, gleich ob es dir dunkel vor Augen wird, ob du dich im Zwischenreich befindest oder in eine neue Welt geboren wirst. Von einem Leben zum nächsten, von einer Welt zur nächsten, solltest du mit dieser Übung fortfahren, selbst wenn du das Erwachen erlangt und selbst zum Buddha wirst, solltest du nicht damit aufhören. Der Weg endet nicht mit Nirvana, schon gar nicht mit einem Kensho oder Satori. Es geht weiter. Das bedeutet, dass du die Lehre in ihrer ganzen Tiefe verstehst und es bedeutet zugleich, dass der Buddha-Weg dir in Fleisch und Blut übergeht. Sieh dich vor, dass du dies nicht mit anderen Gedanken vermischt. Mit anderen Gedanken wie, ja, ich will was für meine psychische Gesundheit tun. Ich will mich hier entspannen. Ich will nach Möglichkeit 3, 4, 5 Koans im nächsten Sesshin lösen. Ich will endlich durch Mumonkan durch. Wann komme ich endlich zum Hekigan-Roku? Rinzai-Roku? Wann bin ich endlich Sensei? Das sind Gedanken, die man nicht mit der Praxis des Weges vermischen sollte. Du solltest Zeit deines Lebens versuchen, einen Buddha zu fertigen. Was meint Dogen hier mit Buddha fertigen? Der nächste Satz lautet, es gibt 3 Gaben, die man dem gefertigten Buddha darbringt. Stroh zum Sitzen, süßes Wasser und ein Licht. Also spricht er vermutlich von einem Buddha, den man auf den Altar stellt und dem man Blumen schenkt. In Japan tut man etwas Zucker in das Wasser, das man dem Buddha offeriert. Da brennt eine Kerze, man verbrennt Weihrauch. Und in Antaichi gab es immer wieder Leute, die vielleicht diese Textstelle gelesen haben und dann in ihrer freien Zeit, an einem freien Tag, anfingen, Buddha-Statuen zu schnitzen. Der Dogen schreibt ja, man sollte einmal im Leben einen Buddha gefertigt haben. Und im Teeraum, da gibt es haufenweise halbgeschnitzte Buddhas. Oft ging den Leuten dann die Lust aus und sie entschieden sich, ich nehme lieber den Bus nach Hause, als dass ich mich hier in Antaichi zu Tode quäle. Wir haben viele halbe Buddhas in Antaichi rumstehen. Aber wichtiger als der Buddha, den man schnitzt, ist der Buddha, den man mit Fleisch und Blut manifestiert im täglichen Leben. Aber natürlich haben wir auch hier in der Halle immer wieder Statuen von Buddhas und Bodhisattvas und irgendwelchen Reptilien, denen wir Blumen und Tee und alles mögliche andere darbringen. Stroh zum Sitzen. Das bezieht sich auf eine Stelle im Pali-Kanon, wo jemand nichts anderes hatte als etwas Stroh für den Buddha, damit er sich setzen konnte. Und manche sagen, das war das erste Safu in der Geschichte des Buddhismus, das Stroh, das dem Buddha gespendet wurde.
Stroh zum Sitzen, süßes Wasser und ein Licht. Bringe diese Gaben dem Buddha dar, um ihm deinen Respekt zu erweisen. Ebenfalls solltest du während der Zeit deines Lebens eine Kopie des Lotus Sutra anfertigen und in Ehre halten. Auch interessant, denn die alten Meister in China wischten sich ja bekannterweise mit den Sutren den Hintern ab. Zen ist die Schule des Buddhismus, die sich nicht auf Worte und Schriften stützt. Und trotzdem sagt hier Dogen, kopiere das Lotus Sutra. Und auch von Hakuin heißt es, dass er seine letzte große Erleuchtung erlangte, als er das Lotus Sutra las. Komisch eigentlich, ne? Dass ein Zen-Mönch eine Erleuchtungserfahrung hat beim Lesen eines Sutras. Aber besonders zur Zeit von Dogen, das Lotus Sutra war sehr wichtig, denn wie kein anderes lehrt es den Bodhisattva-Geist. Es geht nicht nur um dich, es geht um alle. Vergiss deine Befreiung. Du bist einer der 1000 Arme von Avalokiteshvara. Und manchmal, wenn man dieses Lotus Sutra liest, das klingt fast so ein bisschen wie Neues Testament, Nächstenliebe. Es klingt wie ein Upaya, ein Kunstgriff. Oder Opium fürs Volk, hätte der gute alte Karl Marx vielleicht gesagt. Und ich glaube, auch Hakuin hatte lange diesen Gedanken. Und erst als der abfiel, hatte er seine letzte große Realisation. Wie dem auch sei, auch Dogen hatte großen Respekt für das Lotus Sutra. Schreibe es entweder ab oder schnitze es in Holz, schreibt er hier, und bewahre es gut auf. Lege es auf dein Haupt und werfe dich vor ihm nieder. Opfere ihm Blumen, Weihrauch, Kleider, sowohl als Speis und Trank. Säubere dein Haupt, bevor du es darauf legst. Außerdem solltest du eine Robe anlegen und Zazen praktizieren. Jetzt sind wir schon fast am Ende angelangt. Und das Interessante an diesem Text ist, dass Dogen sowohl von Bodhigeist als auch von Zazen spricht. Und das ist eine große Ausnahme. Dogen spricht immer wieder von Zazen. In vielen Texten geht es nur um Zazen. Aber in eigentlich allen Texten, in denen Dogen von Zazen spricht, erwähnt er Bodhigeist mit keinem Wort. Zum Beispiel in dem Fukan Zazengi, der allgemeinen Empfehlung von Zazen, über das ich im Talksession geschrieben habe. Und ich habe erwähnt, ein Großteil dieses Textes hat Dogen aus China übernommen. Aber im chinesischen Text steht ganz am Anfang, wenn du den Weg praktizierst, sollte es dir nicht nur um deine eigene Erleuchtung gehen. Du solltest den Wunsch haben, mit deiner Praxis alle Wesen zu erlösen. Und das hat Dogen rausgestrichen. Aus irgendeinem Grunde. Und auch sonst spricht er nirgends von Bodhigeist in diesem Text. In anderen Texten, in denen er Zazen erklärt, erwähnt er keinen Bodhigeist. Andere Texte wiederum, wie zum Beispiel das Gakudo Yojinshi, über das ich sprechen will, oder Tenzo Kyokun, die Anweisung für den Koch, oder 2 verschiedene Kapitel im Shobogenzo, die den Titel tragen, Erwecken von Bodhigeist. Da spricht er nur von Bodhigeist. Aber er erwähnt Zazen nicht. Interessanterweise. Und es gibt nur sehr wenige Stellen in Dogens Werk, wo er sowohl Bodhigeist erwähnt als auch Zazen. Und das ist eine davon. Und hier, für viele von euch vielleicht, genauso für mich, ein bisschen enttäuschend, dass nur ganz am Schluss so etc-mäßig und unter anderem, übrigens, ist vielleicht auch keine schlechte Idee, wenn du ab und zu mal Zazen praktizierst. So klingt es zumindest in diesem Text. Ne? Er sagt dann ganz am Schluss, außerdem solltest du eine Robe anlegen und Zazen praktizieren. Vergiss nicht das Beispiel derjenigen, die eine Robe anzog und im 3. Leben danach den Weg erlangte. Wieder eine Geschichte aus dem Pali-Kanon, das war eine Prostituierte, die, um ihre Kunden zu unterhalten, zum Scherz beim Tanz auf der Bühne sich eine Robe einer Nonne anzog. Und das war nicht ernst gemeint, ne? Das machte sie nur, ironischerweise. Und trotzdem, damit knüpfte sie ein karmisches Band und die übernächste
Geburt. Im übernächsten Leben traf sie den Buddha und wurde Nonne. Und das ist natürlich eine Märchengeschichte, aber wenn wir die Robe anlegen, sollten wir das nicht einfach als Märchen so abstreifen, ne, sondern möge es bei mir genauso sein. Ne? Und selbst wenn ich nur Buddha spiele, möge diese Praxis und möge dieses Cosplay, wie es sich manchmal anfühlt, auch mir helfen, ein karmisches Band zu knüpfen. Die Robe für Sazen unterscheidet sich nicht von der Robe der Buddhas in den 3 Welten. Unermesslich sind ihre Verdienste. Die Wirklichkeit des Sazen ist nicht Teil dieser Welt. Es ist die Wirklichkeit der Buddhas und Ahnen. Und jetzt zum Gakudo Yojinchu. Wie gesagt, das Gakudo Yojinchu beginnt damit, du musst Bodhigeist erwecken. Du musst diesen Geist erwecken. Und Dogen schreibt, er zitiert hier Nagarjuna, obwohl wir nicht wissen, wo, in welchem Text Nagarjuna das gesagt hat. Die Gelehrten haben die Stelle nicht gefunden, aber er zitiert Nagarjuna mit den Worten: Der Geist, der die Vergänglichkeit allen Entstehens und Vergehens in der Welt erkennt, wird auch Geist des Erwachens genannt, also Geist des Weges, Bodhigeist. Wenn du erkennst, dass du stirbst, und nicht in 30 Jahren, sondern jetzt, in jedem Augenblick, mit jedem Atemzug, stirbst du einmal und wirst wiedergeboren, um im nächsten Moment wieder zu sterben. Wenn du das erkennst, dass du nicht morgen hast, um zu praktizieren, und dass deine ganzen Kenshos von vorgestern kalter Kaffee sind, dann hast du Bodhigeist. Und Dogen fährt fort. Lass uns deshalb für den Augenblick diesen Geist, also den Geist der Vergänglichkeit, als den Geist des Erwachens ansehen. Wenn du die Vergänglichkeit wirklich erkennst, dann wird kein egoistischer Geist wachgerufen. Denn die ganzen Punkte, die du gesammelt hast, die zählen ja nichts mehr. Die ganzen Punkte, die du gesammelt hast, seit du 3, 4, 5 Jahre alt bist und gelernt hast, Ich zu sagen. Du erkennst, dass sie keinen Sinn haben, denn das Spiel hat ein Ende. Es entsteht keine Ruhmsucht und du erschrickst über die Schnelle des Zeitlaufs. Was? Schon der 3. Tag des Sesshins? Wer weiß, vielleicht gibt es auch einige, die sagen, was? Erst der 3. Tag? Da kommen ja noch 4, 5 Tage. Aber ja, wenn man dann am 5., 6. Tag angelangt ist, hat man manchmal auch das Gefühl, was? Jetzt habe ich nur noch 1, 2 Tage? Du erschrickst über die Schnelle des Zeitlaufs, darum übe den Weg, so als wolltest du ein Feuer auf deinem Haupt auslöschen, dein Kopf brennt. Du hast keine Zeit, die Feuerwehr anzurufen. Warte nicht, bis der Dirk oder der Muho mit dem Feuerlöscher kommen. Du musst dich darum kümmern. Dein Kopf brennt. Im Wolkentor endete mein Vortrag mit dem 5. Punkt des Gakudo Yojinchu. Und vermutlich wird auch mein heutiger Vortrag dort enden, denn ich rede schon eine Stunde. Ein wichtiger Punkt. Es geht darum, um die Bedeutung des Meisters. Wenn du den Weg wirklich gehen willst, solltest du einen Meister haben. Einen Lehrer, der dich unterstützt, der dir Feedback gibt. Wenn hier jemand sitzt, der sagt, ich brauche aber keinen Meister, ich bin nicht bereit für einen Meister, ich will keinen Meister, okay. Vielleicht ist es noch zu früh, aber an irgendeinem Punkt braucht man einen Meister. Warum? Weil wir glauben wahrscheinlich alle irgendwie, wir wissen selber am besten, was wir brauchen, was das Richtige für uns ist, wann wir zu viel tun und wann wir nicht genug tun. Klar, manchmal ist es nett, so ein bisschen Motivation zu bekommen, Ermutigung, ne? Aber im Großen und Ganzen, ich muss mir keine Kritik von irgendjemand gefallen lassen. Aber ich sprach über das Nadelöhr oder über das Sterben auf dem Kissen. Es geht darum, über eine gewisse Grenze